Hallo, ich möchte euch heute den Familienschlitten von Maximilian vorstellen, Lastenrad für Kinder und Erwachsene. Das Wichtigste in einem Familienrad ist natürlich, dass es für jedes Kind den richtigen Sitz gibt. Die ganz Kleinen ab einem halben Jahr, die eben schon ein bisschen sitzen können, die sitzen hier in der Schale. Dann habe ich hier die Bank, entsprechend für die Zeit, wenn die Kinder in der Krippe, in der Kita sind, zwischen 1,5 und eben bis zum Schulalter, wo ich auch die Höhe entsprechend einstellen kann. Ich habe hier unten einen kleinen Kofferraum für auch noch einen Kita-Rucksack und kann dann, wenn die Kinder in die Schule kommen, entsprechend hier rübergehen auf die große Sitzbank, wo ich dann auch noch die Möglichkeit habe, ein kleineres Geschwisterkind mit einem Dreifunkgurt anzuschnallen oder eben auch ein Baby mitzunehmen. Wenn ich jetzt noch ein drittes Kind habe oder mehr Kinder mitnehmen muss, kann ich entweder hinten ganz klassisch einen Kindersitz montieren und jede Art von Anhänger. Das heißt, egal ob jetzt Thule, Cruiser oder eben dann eine Weber-Kupplung, auch andere Anhänger können entsprechend am Rad montiert werden. Irgendwann fahren die Kinder natürlich viel auch selbst, das heißt, sie fahren dann allein zur Schule, aber man kennt's, die so große Kinder haben, da muss dann der Kuchen mitgenommen werden, da muss dann zum Auswärtsspiel irgendwo hingefahren werden und dann kann ich die Kinder eben immer noch mitnehmen und ich kann auch einen Erwachsenen mitnehmen. Das heißt, ich kann dann auch ein Kleinfamilien-Setup fahren, das heißt 2 Erwachsene, ein Kind, kann aber auch die Oma und den Enkel mitnehmen, kann meinen Partner mitnehmen und habe damit wirklich ein super flexibles Setup. Manchmal muss ich nur kleinere Besorgungen machen oder nehme die Kinder mit ihren Schulrucksäcken mit. Es gibt aber da auch noch einen anderen Fall, den man ziemlich oft im Familienalltag hat und das ist der Samstags-Großeinkauf. Da gibt es die Möglichkeit, hier einfach die Vorderwand rauszuziehen und dann kriege ich sofort 2 Getränkekästen auf die Bodenfläche, kriege Euroboxen rein, kann auch entsprechend viel Lebensmittel einfach einladen und mitnehmen und habe damit die Möglichkeit, dass ich eben wie bei einem Auto, bei einem Kombi Bank umlegen und entsprechend viel laden kann. Und damit habe ich halt eben wirklich ein super wandelbares Fahrzeug. Das Wichtige an einem Familienschlitten ist natürlich auch Sicherheit, weil meine Lieben fahren da ja natürlich mit. Und da ist das Besondere an unserem Rad, dass es eben Neigetechnik hat. Das heißt, es legt sich einerseits in die Kurve, steht aber im Stand auch so sicher, dass die Kinder entsprechend einfach einsteigen können und dann, es wackelt ein bisschen, weil es sogar eine gedämpfte Ladefläche hat, was vor allem für sehr kleine Kinder ein großes Sicherheitsplus ist für deren Rücken, aber die können da drin auch Quatsch machen und hampeln, da fällt nichts um und sie können sicher zusteigen. Zum Bremssystem kann man sagen, da verbauen wir wirklich ein Bremssystem der Spitzenklasse von Fahrwerker, was Fahrzeuge bis 500 Kilo bremsen kann und das ist natürlich ein enormes Sicherheitsplus in kritischen Situationen, weil ich wirklich die Verzögerungsleistung habe, die ich brauche, wenn ich bremsen muss. Großes Thema ist natürlich Wetterschutz. Da haben wir uns hier was einfallen lassen. Dächer gibt es viele. Wichtig bei einem Dach unserer Meinung ist aber, dass ich hier eine Flexibilität habe, weil je nach Wetterlage habe ich jetzt hier die Situation, dass ich eben die Seiten zumachen möchte, dass ich wirklich wind- und wettergeschützt sitze. Oft ist aber das Thema, dass ich dann auch im Sommer oder eben in so einer Zwischenphase das Rad nutzen möchte und da ist es eben wichtig, dass ich die Seiten aufmachen kann. Das heißt, die Kinder kriegen zwar Luft von der Seite, die Fliegen und ähnliches fliegen dann aber hier hoch. Ganz wichtig natürlich auch Sonnenschutz. Ich kann sowohl hier oben zumachen und das hier vorrollen, als auch noch hier bis zur halben Höhe den Sonnenschutz runter machen und damit sitzen die Kinder dann natürlich auch nicht in der prallen Sonne und das Wetterdach schützt eben nicht nur vor Regen, sondern eben vor allen Wettereinflüssen. Kann ich einen Kinderwagen mitnehmen? Ja, in der großen Ladefläche des Maximilians, wenn ich da einfach die Vorderwand rausgezogen habe, kann ich sowohl einen Kinderwagen mitnehmen, als auch allerlei andere große Dinge, die man mit müsste.